Also ich glaube, ich mache mal wieder eine Glosch. Die trägt sie so furchtbar gern. Sie sieht auch gut aus damit. Und dann will sie einen roten Samtmantel. Ja, aber einen roten Samtmantel hätte schon so verschiedene. Ja, nun, damals muss jetzt halt ein bisschen anders sein. Jetzt weiß ich, sie hat furchtbar gern Mäntel, die sehr weit sind, so richtig ausfallend. Dann hat sie noch etwas erzählt von Pailletten. Aber Pailletten auf dem roten Mantel gönnt doch überhaupt nicht. Jetzt weiß ich, was ich ihr mache. Ich mache ihnen eine ganz schicke Bordüre aus Zobel. Und dazu einen enormen Zobelkragen. Und da sieht sie dann also wirklich aus wie Gloria Swanson. Aber weisse Händchen kommt sie nicht über. Rote gebe ich ihr. Jesus, jetzt ist das schon 50 Jahre her, dass ich für die famous Gloria angefangen habe zu zeichnen. Also das ist Gloria Swanson, dieser große Weltstar, der für mich immer noch der größte Weltstar ist. Das ist es auch immer gewesen. Sie ist vielleicht nicht die beste Schauspielerin, aber der größte Star. Die hat mich vor vielen Jahren von Paris nach New York engagiert als ihr persönlicher Kreateur. Kreateur, das heißt Zeichner für alle ihre Garderobe, sagen wir für Theater, Film und persönlich. Das ist natürlich ein enormer Krampf gewesen, das können Sie sich vorstellen, aber enorm interessant. Mich hat zum Beispiel für Gloria Swanson ein ganzes Atelier zur Verfügung gehabt. Das sind 26 Personen, die beschäftigt sind, bei einer Madame Jeannette, die hauptsächlich für Swanson gearbeitet hat, natürlich auch noch für andere Leute. Und da hat sie für Swanson extra einen Mannequin gehabt, ein ganz reizendes junges Mädchen. Die hat ganz genau die gleichen Mesurement gehabt, die Höhe, Brustweite, alles zusammen wie Swanson. Also Gloria hat überhaupt nie keine Anprobe müssen machen für ein Kleid, was natürlich enorm ist. Das hat sie auch sehr ausgenutzt, können Sie sich vorstellen. Zum Beispiel, sie hat mir manchmal am Morgen um 2, nicht einmal, sehr oft, am Morgen um 2 angerufen von irgendeiner Party, wo sie war, und hat gesagt, René, I have a wonderful idea for a new dress. It must be in chiffon. It must be perfectly beautiful. You know, I'm invited to the ambassador of Greece next Thursday. Am Donnerstag, stellt sich vor. Heute ist Samstag. Ja, auf alle Fälle habe ich ihr dann sofort schläfrig, wenn ich bin, die Zeichnung gemacht habe. Ich habe ja sowieso gewusst, dass sie nicht mehr recht gewusst hat, was sie noch erzählt hat. Und habe ein paar Zeichnungen gemacht und am Morgen gebracht zu ihres Appartement. Fantastisches Appartement, natürlich. Und habe sie an ihr Bett gebracht. Zur gleichen Zeit hat sie gerufen, Marlise, das war ihre Maid, eine Französin. Please, apportez-moi le bouquin avec les robes de René. Dann ist das, hat sie Marlise gekommen, mit einem Buch, wo alle Zeichnungen drin sind, von allen ihren Kleidern, die wir schon gemacht haben, und die neuen, die kommen, und alles, was überhaupt sie getragen hat. Jede Page ist drauf, das Kleid, der Hut, der Sack, die Schuhe, was alle Accessoires, die dazu gehört hat. Dann hat sie das so durchgeblättert, in allem Charme, und hat gesagt, Marlise, je veux numéro 1 pour lunch. Et le numéro 15 pour dîner. Oder René, hast du irgendetwas Neues, das ich könnte anlegen? Ich sage, ja, no, Gloria, es ist alles in Arbeit. Und dann hat sie gesagt, ja, bon, je suis très content. Das war natürlich eine enorme Anstrengung, fast eine Sklaverei. Stell dir sich mal vor, die Miss Swanson hat jeden Tag anders ausgesehen, immer elegant, immer Star. Das ist für eine Frau eine enorme Arbeit. Das hätte sie aber machen müssen. Sie ist dem Produzent gegenüber verantwortlich gewesen, weil wir wieder ihre verantwortlich gewesen sind und meine Arbeiterinnen wieder mir verantwortlich. Das ist eine Kette von Arbeit gewesen, aber im Grunde natürlich ein enormes Vergnügen und eine enorme Excitement, wenn man das sagt.
jetzt möchten Sie noch gerne wissen, wer ich bin. Ich bin der René Eugen Huber aus Frauenfeld, Stadtbürger von Frauenfeld. Aber ich bin in St. Gallen aufgewachsen und bin auch in St. Gallen in Kunstgewerbeschule, Kunstgewerbeschule. Und dort hätte ich eine Stickerei zeichnen lernen. Das hat mir aber gar nicht gepasst. Ich habe viel lieber gemalt, bin richtig fantastisch. Mein Vater hatte eine Reitanstalt dort oben gehabt. Wissen Sie, früher hat man in St. Gallen noch gekriegt und wir hatten sehr schöne Ross gehabt. Der Vater hat Reitstunden gegeben. Damals hat es auch noch viel Geld in St. Gallen. Und dann habe ich den Vater so lange angetötet, bis er gesagt hat, ja, jetzt fahren wir mal ab nach Paris. In Paris ist dann aus dem Huber ein Hubert geworden. Es ist ein T dran gewachsen. In der École de Beaux-Arts ist dann der ganze Zauber losgegangen. So einen Haufen Leute kennengelernt und von dem will ich jetzt Ihnen erzählen. In den Beaux-Arts habe ich natürlich sofort einen Haufen Leute kennengelernt, unter anderem den Sohn von der Madame Razimi vom Bataclan Theater in Paris, für das ich dann für die Revue verschiedene Tableaux gezeichnet habe. Ganz schnell bin ich dann aufgerückt für Folie Bergère, Casino de Paris. Und bin dann auch nach New York gekommen, zum Schubert Theater und habe dort Shows gemacht. Da habe ich auch den Rodolphe Valentino kennengelernt und habe ihn für seinen Film Monsieur Beaucaire Kostüm gezeichnet, nicht nur für ihn, für verschiedene andere Sachen. Er war ein ganz fantastischer Mann. Aber wissen Sie, ich habe für viele, viele Stars Kleider gezeichnet. Sagen wir Merle Oberon, Ingrid Bergman, Vivian Lee, Marion Davis. Ja, ich könnte Ihnen noch einen Haufen erzählen. Von all diesen Stars, die ich 40 Jahre lang, 40 Jahre, gezeichnet habe, möchte ich einen herausheben. Das ist Marlene Dietrich. Ich habe sie einmal in einem Film angezogen, in London. Der hat geheißen Knights Without Armor, das heißt Ritter ohne Uniform. Aber wenn man das schnell sagt, auf Englisch kann es auch heißen Knights Without Amour. Das hat natürlich gar nicht auf Dietrich passt. Denn sie hat da gerade eine große Liaison gehabt mit dem jungen Fairbanks Jr. Und einmal hat sie mir gesagt, nachdem wir ziemlich alle Kleider in London gemacht haben, beim Paquin, aber einen Haufen Zeug von Paris gebraucht haben, hat sie mir gesagt, René, lass mal, es ist so notwendig, ich habe absolut keine Abendhüte mehr. Bring mir doch ein paar Abendhüte, wenn du wieder nach Paris gehst. Gehst ja morgen wieder. Und gang zur Agnès, zur Susi und zur Suzanne Talbot. Und sagen, sie sollte jeder mal 4, 5 Hüte bringen, ein paar nehme ich auf sowieso. Die habe ich dann auch gebracht. Und wenn ich da raufgekommen bin, am anderen Tag mit einer Hüte, der Chasseur hat die angefangen auszupacken, Marlene ist gestanden, in einem Tailleur, und hat die Hüte angeschaut und sagt, ja, lass mal, so kann ich keine Hüte probieren, besonders nicht Abendhüte. Und ist wieder rausgegangen. Nach einiger Zeit kommt sie rein, oben ohne, was heute ja nicht mehr irgendwie heisst, damals doch allerdings, und einfach nur enveloppé dans un nuage de Guerlain. Auf das hin hat sie die Hüte anprobiert, ein nach dem anderen. Ein nach dem anderen und hat gesagt, weißt du, nur so kann ich Abendhüte anlegen. Dann sehe ich wenigstens, wie das Dekolleté aussieht. Auf das hin habe ich dann irgendeine Zeichnung gemacht für den nächsten Film, also den Night Without Armor. Da haben wir ein Abendkleid gehabt, das hat ungefähr so ausgesehen. Ein großes Dekolleté, sehr dünne, wunderbare Westlein und eine lange, lange Schleppe. Sie war da eine russische Prinzessin, aber immerhin ist das doch nicht irgendwie Marlene gewesen. Denn Marlene habe ich immer gesehen mit Hut. Sie hat ein richtiges Hutgesicht. Also so grosse Hüte hat sie damals getragen. Oder dann hat sie wieder gehabt, so ganz kleine Turban. Und dann natürlich immer ihren schönen Schmuck. Schmuck hat sie fantastisch schön gehabt.
Alles von Cartier. Übrigens, nachdem ich den Film fertig hatte von ihr, hat sie mir von Cartier eine ganz entzückende Ausstattung gegeben, zum Abend Knöpfe und Manschettenknöpfe, wunderschön mit ganz kleinen Diamanten natürlich. Sie ist sich schon grössere gewöhnt gewesen. Aber auf alle hin, für mich ist die Marlene eine der grössten Frauen gewesen und ist es immer noch. Ja, und was ist dieser ganze große Traum Hollywood überhaupt gewesen? Eine ganz fantastische Welt zu seiner Zeit, mit großem Glamour und mit wundervollen Ausstattungen, herrlichen Kleidern. Was dazu gebracht hat, ist viel Arbeit und viel Geld.